So, you've cut through all the guards just to talk to me. And come here, and we shall talk. Ich habe niemanden umgebracht, also entspann dich mal. Was haben wir da oben noch? Sammlung. Sherry, don't you think this office suits me? Suits me. So, was haben wir hier noch Schönes? Fotografie von junges Mädchen verwandt. Gucken wir uns den Typen an. Whenever you're ready. I'd hate to intrude. Er hat eine Pistole übrigens. Nur als Hinweis. Scheidet sich von anderen, hat 3 Striche. Fallen überhaupt nicht auffällig, diese Striche, also. An der Stelle, die so gut sichtbar ist. Scheut nicht harte Arbeit, Arbeiterhände. Ausschlag. Mangelernährung, Hautschäden. Pistole im Holster, kaltblütig. Was ist an der Hand? Ein Ehering. Berechner Geschäftsmann. Hartgesottener Bandenanführer und berechner Geschäftsmann. Er strahlt Selbstvertrauen aus und wirkt zugleich bedrohlich. Er erwähnt sich grundsätzlich in Gefahr, weswegen er eine Pistole trägt, aber diese steckt zumindest im Holster. Mr. Bernadotti entstammt einer Arbeiterfamilie. Er wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf und musste von Kindesbeinen an hart arbeiten. Harte Schufterei und Mangelernährung führte dazu, dass er an Pellagra erkrankte. Überwunden, aber an der Haut noch zu sehen. Obwohl er finanziell mittlerweile ausgesorgt hat, neigt er nicht zur Prasserei, was man an seinem vergleichsweise wenig auffällig konservativen Kleidungsstil erkennt. Sie haben unterschiedliche Tätowierungen desselben Stils. Diese Tätowierungen stellen höchstwahrscheinlich einen Code dar, welcher die verschiedenen Ränge einer durchstrukturierten und geheimen kriminellen Organisation repräsentiert. Das ist berechnender Geschäftsmann, skrupelloser Gangsterboss. Skrupelloser Bandenanführer, der sich nicht davor scheut, sich die Hände schmutzig zu machen, um seine Macht zu demonstrieren. Jungen Jahren hart arbeiten musste, hat er einen Hass gegenüber seiner Umwelt entwickelt. Er erwartet ständig Schwierigkeiten, neigt auch selbst dazu, Schwierigkeiten zu machen. Ärmlichen Verhältnissen. Genau. Er hat die Krankheit überwunden, aber die Spuren sind weiterhin auf seiner Haut zu sehen. Er weigert sich, diese Spuren unter modischer Kleidung zu verbergen, damit er niemals vergisst, wie er zu dem Mann wurde, der er heute ist. Mr. Bernadotti und seine Männer haben unterschiedliche Tätowierungen desselben. Okay, Geschäftsmann, skrupelloser Berechen. Das ist eigentlich... Ist das jetzt wirklich wichtig für das, was wir weitermachen? Ich glaube eher das untere, um ehrlich zu sein. Gucken wir mal. Bad news. The thug you sent to the refugee camp only succeeded in stabbing himself. His next and final journey will be to the morgue. Hold your horses. Who the hell are you? Sherlock Holmes. And you are Niccolo Bernadotti, a smuggler, kidnapper, and notorious cutthroat, among other things. Few men would dare waltz into my office and address me like that. You are either overconfident or unintelligent. This is private property. Give me one reason why I should not shoot you on the spot. I am sure my friends at the station would call it self-defense. Mr. Bernadotti, do you know the name Boniface Mercurio? I do not. Mercurio was a local artist. Recently, a man broke into his apartment, ransacked the place, and killed him. The thief was looking for something. You are testing my patience, boy. In a moment, the connection will reveal itself. I was hired, privately, to investigate the recent theft of a painting from an art gallery. My investigation led me to a man from your organization, and thus, to you, Mr. Bernadotti. That is quite a stretch. Why would I need to steal a painting when I could buy anyone I wanted? Interestingly enough, I spotted the stolen painting in your storeroom. I buy and sell a lot of things, Mr. Holmes. Unfortunately, if this is true, it is not the first time I have been sold stolen merchandise. I presume you were hired by the owner of the gallery. Tell them to contact me, and we'll sort out the situation. So, this painting is why you broke into my office. Nein, ich habe noch was Drittes. As I said, your man was found dead in the refugee camp. He was there to kidnap a woman, but the other refugees intervened to try and save her. The ensuing scuffle resulted in the man's accidental suicide. He sported the same tattoo as your men in this building. In fact, it also bears a resemblance to the one on your neck. Care to explain what business your man had with this woman? You have no idea what you are talking about.
I can assure you this was no kidnapping. The refugees in the camp are on edge. What happened there is a tragic accident, one I am not responsible for. For what reason was your man there if not to abduct her? Why would I answer? You are yet to justify your presence in the slightest. So many words, so little action. When you barged into my office, Mr. Holmes, I got the impression you wanted to talk business. Now I see you had come just to talk. Tell me exactly what you want, or get out. It was necessary groundwork for what comes next. I have enough evidence to conclude that the gallery thief, the artist's killer, and the dead man in the camp are all the same person. Your time is almost up, Mr. Holmes. Before you draw your gun, there is one final detail I am yet to mention. The young woman your man was tasked to collect from the refugee camp had been defiled at a perverse masquerade party. That violation was captured in a photograph by Boniface Mercurio and used as a reference for his painting. The photo shows the attacker's face. Finally. That's why you're here, Mr. Holmes. You have the photograph. It is what your man was after when he broke into Mercurio's apartment, and it is what you're after too, isn't it, Mr. Bernadotti? You have the photograph with you. How much do you want for it? I am not naive enough to carry it with me, but I am yet to decide what I shall Doch, do. eigentlich schon. I know the man in the photo is a British envoy. What interest do you have in his downfall? I must admit, I'm rather impressed by how comprehensively you have pursued this matter. And so, you deserve the honest answer. My business dealings are often arduous in their bureaucracy. A man in his position, willing to look the other way, could ease my work significantly. In return, I will make sure no one looks his way either. A favor for a favor. Also known as blackmail, the modus operandi of any true professional. It was not originally my idea. Mercurio set things in motion, extorting the envoy for the most trivial of ends. Money. In response, the envoy hired my man to retrieve the painting and the photograph, eliminating Mercurio's leverage. I only learned the whole story after the artist was killed in his home. And rather than extricate yourself, instead you took over Mercurio's venture. It fell into my lap. As a businessman, I simply seized the opportunity. Now, Okay, brechender how Geschäftsmann wäre much es do richtig you gewesen. want for the image? Wegen der geschmuggelten Artefakte. Okay, wir können noch ein bisschen befragen. I could not help but appreciate the collection of smuggled artifacts in your storeroom. You have rather diversified your business. Oh, high and mighty of you, Mr. Holmes. Not all smuggling is immoral. I pay generous rates to developing cultures and spread their culture to eager buyers. And furthermore, I supply many immigrants with a taste of Ja, home. so kann man es auch Very formulieren. convenient way of thinking. I have traveled wildly, Mr. Holmes. I've seen people in far-flung lands for whom my services are a lifeline. Without them, they would starve. The tax on cargo is often so absurd that it would be more profitable to simply sink your ship than dock it in the harbor. And trust me, I am speaking from experience. Trust me, I'm speaking of experience. Wofür brauchen Sie die junge Frau? Why did you send your man to remove the woman from the camp? Without a photograph, her testimony was the next best thing. Securing her was in everyone's interest. Victims and witnesses all too often disappear. I thought the girl was safer with us. I did not anticipate what would happen at the camp. Natürlich, er war aber nur um die Sicherheit der Dame besorgt. Und es war zufälligerweise ein gutes Druckmittel. I saw refugees from the camp at your warehouse. They work for you. I have made certain arrangements with City Hall and the police. Thanks to me, refugees can work and be paid. Ja, It's für a ein geringes pathway to Gehalt. freedom. And how much do you save by capitalizing on their cheap labor? I have heard no complaints. They seem happy just to get out of that slum. Why should I give you the photograph? Just name your price. What if my price were not money? You claim to have connections, Mr. Bernadotti. Perhaps you could improve conditions for the refugees. Give them a chance for a better life. Ha! I do have connections, Mr. Holmes, but help the whole camp? You are asking too much. I could, however, make arrangements for one person.
The woman who was violated will have her own home, outside the camp, solely for her and her child. She will no longer be a refugee, but a princess. That I can guarantee. Is that really possible? It will be neither fast nor easy, but I can do it. She deserves it, don't you agree? And as for her abuser, he will serve me, as much as he deserves. So, in your plan, everybody will be given their due. Especially you, Mr. Bernadotti. Seems like a fair deal, no? I doubt anyone could offer you better. Simply give me the photograph, and the world becomes a better place. I give you my word. Toll. Wir haben jetzt also zwei Möglichkeiten. Wir machen nochmal ganz kurz. Hier Opfer des von Missbrauch. Haben wir noch irgendwas? Hier oben. Verbrecherisches Material. Niccolo Bernadotti ist auf der Suche nach kompromittierendem Material, um den britischen Abgesandten erpressen zu können. Und genau an der Stelle können wir es halt machen. Also entweder Opfer des Systems oder Opfer von Missbrauch. Opfer von Missbrauch können wir es... Okay, an die Öffentlichkeit bringen. Puh. Okay, wir werden erstmal speichern, glaube ich. Und dann gehen wir mal die ganzen Enden durch. Gibt ja scheinbar 4 Stück. Wir schauen uns mal die Konsequenzen an und ich glaube, ich werde das Ende, was ich als Bestes erachte, zum Schluss nehmen. Aber wir gucken mal, wie es läuft. Bis gleich erstmal. Okay, wir gehen die Enden mal durch. Also Ende Nummer 1 wird jetzt sein, dass wir einfach sagen, wir machen eine gnadenlose Gerechtigkeit. Die beiden sollen ja an der Öffentlichkeit zugrunde gehen. Genau, der britische Abgeordnete oder Abgesandte ist schlichtweg ein Widerling und Mr. Bernadotti versucht, aus Situationen einen Vorteil zu ziehen. Ich kann keinen von ihm trauen und nur die Wahrheit ist eine konstruktive Lösung. Ich soll die Fotografie Mr. Vogel geben, damit er den Missbrauchsskandal an die Öffentlichkeit bringt. Okay. Demnach haue ich hier ab. The front door's now open, sir. You can leave through it. If you want, of course. If you want, natürlich. Nachdem ich hier alles zusammengeschlagen habe, ist das vollkommen in Ordnung. Das heißt, wir gehen jetzt zu Vogel. Ah, zumindest hier, Karawanserei. Wird mir gleich nochmal angezeigt. Das wird die Sache sein, wo wir am weitesten laufen müssen. Aber wäre die komplett gerechte Sache. Also einfach nach dem Recht gehend. So, kannst du bitte auf der Karte das zeigen? Spiel. Dankeschön. Ja, Karawanserei. Perfekt. Muss natürlich noch ein Stück latschen. Wir gucken mal, was das für Auswirkungen vor allem hat. Das ist ja für uns das Interessante. Wie das so in der Presse dann ankommt und ob wir dadurch irgendwas bemerken. Ich sage aber gleich, ich bin jetzt nicht unbedingt komplett davon überzeugt. Weil ich glaube mal, am Ende ist da mit den Flüchtlingen auch nicht wirklich geholfen. Da kommt eine neue Person, die genauso schlecht mit denen agieren kann. Da kommt der nächste zwielichtige Geschäftsmann. Das wird keinen großen Vorteil bringen. So, Vogel. Ja, haben wir. Mr. Holmes, you've returned. Have you uncovered anything new about the theft? Wie das ist, und auftreten wir jetzt in der Schießerei. I've brought news, but not all of it will please you. Fill me in, Mr. Holmes. I won't shoot the messenger. Naja. I tracked down Boniface Mercurio. I presume he wasn't delighted about the situation. He was not having a good day on account of his murder. Killed in his own flat by the same person that stole his painting. Oh, sweet Mercurio. Perishing in the pursuit of his art. How apt. I will miss his exceptional sense of humor.
I located the thief, but found him rather cold. He was tight-lipped about the painting, too. Huh, he's dead. How very droll, Mr. Holmes. One presumes you were not responsible. It was an accident at the refugee camp. He impaled himself on his own knife. Life is nothing if not cruel and capricious. What about the stolen painting? Have you located it? I found the painting, but I could not retrieve it. Well then, where is it? In Bernadotti's office. Bernadotti? That shady businessman? Why would he steal it from me? I'm afraid you'll have to ask him yourself. I take it you found something more then. I found the source of Mercurio's artistic inspiration. A photograph. What troubled me was that the sexual act captured was non-consensual. She was violated? Dear God, how despicable. Her abuser was in fact the British envoy. Mercurio took a picture of him committing the atrocity and then used it as artistic inspiration. I had no idea a mere break-in would eventually expose such barbarity. Mr. Vogel, I want you to make everything public, including the photograph. I'm sure you have a connection at the Cordona Chronicle. Ah, Mr. Holmes, loyal to your own truth till the end. Yes, I'm acquainted with the staff of the Chronicle. The story is sensational, and will surely draw attention to the gallery. But you must be aware that exposing the scandal will further hurt the victim. Does that not bother you? No matter what one does, the truth tends to come out, as well it should. I won't be the one to stand in its way. Though it's only your subjective truth being exposed. Not that I'm judging. It's perfectly reasonable for everyone to have their own views. When you called me, you knew exactly what you would get. Oh, but I'm not like you, Mr. Holmes. I cannot be sure of anything. Regardless, I must thank you, for art's sake. Well, now that we've resolved all of our outstanding matters, I have a gift for you. I took the liberty of having it delivered to Stonewood Manor. I am told it belonged to your mother. And what exactly have you sent me? Frankly, I'm not sure how to answer that. I trust you'll know. Previously, you mentioned there may have been more to my mother's passing than consumption. It appears you were right. Oh dear, I'd hoped to be wrong. She was unstable, mentally unwell. She required sustained specialized treatment, but her madness persisted. I knew that Violet had disappeared from the public eye, but had no idea of her suffering. I cannot Hat der die Hand so an sein Kinn? I'm fine. Thank you, Mr. Okay. So, wir gehen mal raus. Kriegen wir von Jon irgendwas? Noch nicht. Bin ich mal gespannt. Okay, wir nehmen den nächsten Zeitungsstand dort drüben. Und gucken mal nach, was die Presse dazu sagt. A fresh newspaper? I wish you pleasant reading. So. Hier. Konsequenzen. Nicht die feine englische Art. Was verbindet Vandalismus in einer Kunstgalerie, die Ermordung des bekannten hiesigen Malers Boniface Mercurio, geheime Zusammenkünfte im Schutze der Dunkelheit und den britischen Abgesandten auf Cordona? Ein Gemälde. Wie Galeriebesitzer Werner Vogel erklärte, zeigte eines von Mr. Mercurios obszönen Werken eine teufelsähnliche Gestalt, die dem britischen Abgesandten nicht unähnlich sieht. Zudem tauchte vor kurzem eine Fotografie aus, die belegt, dass die Ähnlichkeit kein Zufall ist und dass der Diplomat eine junge Frau aus dem Flüchtlingslager missbraucht hat. Der britische Abgesandte, dessen Unsittlichkeit augenscheinlich keine Grenzen kennt, wollte die Wahrheit mit allen erdenklichen Mitteln vertuschen. Fürwahr, keine Strafe wäre zu hart, und doch könnte nicht das Leiden der heimatlosen schwangeren Flüchtlingsfrau ungeschehen machen. Und das war's. Okay. Ist jetzt not overwhelming. Und wir laden nochmal und werden diesmal die Fotografie an den Bernadotti. Wir geben ihm die Fotografie. If I give you the photograph, how do I know you will not come after me? Mr. Holmes, you are not a threat. The local authorities owe me favors. For all your confidence, you cannot actually harm me. Besides, I like you and your approach to business. We are not dissimilar.
pragmatists to a fault. Indeed, I cannot ignore the just outcomes in what you have proposed. All right, take the photograph. You are a hard man to read, Mr. Holmes. I couldn't tell if you actually had it. Fear not. This decision will bear its fruits soon enough. One more thing, Mr. Holmes. Now that I have the photo, you may as well take Mr. Mercurio's painting back to the gallery. Please, send my apologies. So ein Arsch. Achso, ich habe das Gemälde sogar im Inventar. Ja. Ich mach mal weiter, weil das ist ja hier. Mr. Holmes, I've brought... Film me. So, er ist tot. Der Dieb ist tot. It was... life. What about... Yes, it's here. Splendid! I'm most grateful, Mr. Holmes. It must have been a difficult task. Will you share your adventures with me? I cannot, Mr. Vogel. The story is much like your undergallery. Not for everyone's eyes and ears. So sometimes you do hide the truth. What has happened to your crusade? I'm not on a crusade. I simply do not owe you the story. It was not an attack, Mr. Holmes. If you've chosen to keep secrets, I'll respect it. Besides, the truth is often more boring than the mystery. No? It is what it is, Mr. Vogel. Well, now that we've resolved all of our... Thank Okay, damit haben wir auch das abgeschlossen. Wir bringen also einfach das Gemälde mit. Er freut sich, wir erzählen ihm aber gar nicht mehr so viel weiter davon. Gehen wir natürlich jetzt auch nochmal zum Zeitungsstand und gucken mal, wie der Artikel nun lautet. Ich habe es nicht bei jedem Fall vorher gemacht, ich gebe es zu, A fresh new... I wish you... aber ich finde es hier mal ganz interessant. Jon erzählt noch nichts, das ist interessant. Maler von Leinwand des Lebens getilgt. Mutwilliger Vandalismus in einer hiesigen Kunstgalerie führte zur Zerstörung von Werken des bekannten Malers Boniface Mercurio. Und was noch schlimmer ist, er wird keine Gelegenheit mehr haben, weitere Meisterwerke zu erschaffen, da er ermordet wurde. Mr. Mercurio wurde gestern in seiner Wohnung tot aufgefunden und die Polizei ist nach wie vor damit beschäftigt, die Ereignisse zu rekonstruieren. Eine Quelle, die namentlich nicht genannt werden will, hält einen Zusammenhang mit gesetzeswidrigen Zusammenkünften in gehobenen Kreisen für wahrscheinlich. Malte der Maler womöglich etwas, das er besser nicht auf Leinwand gebannt hätte? Die Polizei erklärte sich nicht zu einer Stellungnahme bereit und verwies auf die laufenden Ermittlungen. Der Codona Chronicle wird sich dadurch jedoch nicht entmutigen lassen und weiterhin auf die Wahrheit pochen. Falls es interessant ist für die Polizei, dass ja die Herbergsmutter dort den noch kurzzeitig ein paar Minuten davor lebend gesehen hat. Das heißt, das ursprüngliche Alibi und alles mögliche der Tathergang wird ja sowas von durcheinander sein. Herrlich. Ist jetzt auch nicht gerade überragend, finde ich. Das heißt, wir probieren jetzt mal die anderen zwei Enden noch. Durch das Leid der einen nicht besser macht. Mr. I've brought... Fill me in. Okay, wir gucken mal durch. It was... Life is nothing if... What about the... Herb. I had no idea a mere break... Well, in... Bernadotti... Mr. Vogel, I want you to make... Ah, Mr. Holmes. The story is... But you must... No, Oh, it's only... when you call... Oh, but I'm not like you. Well, I'm... Ich könnte mir vorstellen auch, dass das... current state for a while. I'll call it the art of vandalism. Ich vermute mal, dass das relativ ähnlich wird, wie wir es davor hatten. Nicht die feine englische Art. Ja. Ich glaube, das wird das gleiche sein, ne? So dasselbe. Der britische Abgesandte, dessen Unsittlichkeit augenscheinlich keine Grenzen kennt, wollte die Wahrheit mit allen erdenklichen Mitteln vertuschen. Fürwahr. Keine Strafe wäre zu hart und doch könnte nichts das Leid der heimatlosen, schwangeren Flüchtlingsfrau ungeschehen machen. Ja. Okay, ich glaube, das ist fast
das Identische. Ich habe jetzt leider den Originalwortlaut von der ersten Variante nicht mehr im Ohr, aber ist nicht überragend Neues. Aber wenn wir natürlich allen Flüchtlingen helfen, könnten wir... Achso, ich glaube, es ist schon... Ach nee, warte mal, das ist das Falsche. Hier, Systems. Könnten wir hoffentlich allen ein bisschen helfen. Und damit ihr auch. Thomas Norton ist ein Vergewaltiger, der bestraft werden sollte. Andererseits würde dadurch den Flüchtlingen ein besseres Leben verwehrt bleiben. Ich werde dem Abgesandten die Fotografie geben, damit die Flüchtlinge eingebürgert werden. Natürlich ein harter Preis, muss ich dazu sagen. Have you thought it all through? Almost. The refugees, what will happen to them? Well, I wouldn't be standing here in this fancy office if I didn't know how to pull the right strings. In fact, it's the only thing I know. The local governor will receive a decree signed by the House of Lords containing a request to patriate the refugees in the name of the Crown. From where did you gain such influence? I never asked you how you found the photograph. So don't ask the magician how he performs his tricks. But how can I believe you? Ugh, I presume you do believe in my selfishness. The initiator of the refugee salvation will be none other than the British envoy, savior and protector of those in need. It's a win situation for me too. Now, what about the photograph? Ich muss sagen, diese You Aussage deserve ist to be schon... punished, but the greater good is what matters here. I won't bargain it for justice for Naylor. I'm glad that this situation is over. It will be over when you settle the matter of the refugees. You have my word, Mr. Holmes. Advokat der Schwachen, Achievement. Es fühlt sich irgendwie trotzdem nicht gut an. Es fühlt sich absolut nicht gut an. Und Jon macht auch keine Aussage. So, jetzt hören wir das zum 4. Mal. Mr. Holmes, I've brought... fill me in. I located the thief, but found him rather cold. He was tight-lipped about the painting, too. Huh, he's dead. How very droll, Mr. Holmes. One presumes you were not responsible. It was an accident at the refugee camp. Life is nothing if not cruel and capricious. I presume he wasn't delighted about the situation. He was not having a good day on account of his murder. Oh, sweet. What about the stolen painting? I found the painting, but I could not... Well, in Bernadotti? That shady businessman? Why would he Stimmt, wir steal haben ja it from keine me? Fotografie zur Auswahl, I'm deswegen geht afraid das you'll nur have to ask darüber. him yourself. I take it you found something more then. What happened to your crusade of truth? Was it not that important, after all? No truth will satisfy you, Mr. Vogel. It was not an attack, Mr. Holmes. If you've chosen not to tell me, I respect your intention. But it is just rather boring, isn't it? It is what it is. Well, now that we've resolved all of our outstanding... Okay. Thank Damit haben wir es abgeschlossen. Können wir mit dem nochmal reden? I think I'll leave the exhibition in its current state for a while. I'll call it The Art of Vandalism. Boah, gerade als er auch so meinte, so richtig so schmierig, ja, das kommt doch mir zugute, weil wenn ich das mache und sie einbürgern lasse, dann habe ich auch einen Vorteil und stehe als ja, guter Mensch da. I wish you pleasant reading. Unangenehm. Naja, was haben wir hier? Die plötzliche Entscheidung des britischen Abgesandten auf Cordona, Dutzende Flüchtlinge die Staatsbürgerschaft zu verleihen, stieß bei der Bevölkerung auf wenig Verständnis. Viele Bürger wurden dazu befragt und die Argumente waren stets die gleichen. Die Angst vor einer höheren Kriminalität. Ernsthaft. Ich meine, hier laufen Leute mit Messern im Gurt rum. Hier gibt es Bandenkriminalität. Also, ihr habt schon eine hohe Kriminalität. Also, egal. Und der langfristige Niedergang der Inselkultur. Warum? Weil eine neue Kultur mit eingebracht wird, die sich vielleicht belebt. Idioten. Wobei stets beteuert wurde, dass diese Bedenken nicht einer rassistischen Grundhaltung geschuldet sind. Natürlich, wir sind zwar keine Nazis, aber man kennt es. Die Spannungen hatten jüngst zugenommen, da im Flüchtlingslager eine Leiche entdeckt worden war und die Polizei bisher nicht viel zur Aufklärung beitragen konnte. Ein Sprecher der Polizeibehörde ließ verlauten, dass man von einem Streit zwischen dem Opfer und einigen Flüchtlingen im Lager ausgeht, wobei jedoch noch kein Tatverdächtiger ausgemacht werden konnte.
Die neuen Bürger Cordonas werden vermutlich nicht viele Freunde in der Stadt finden. Ein Mitglied des Stadtrates, das namentlich nicht genannt werden will, fand die folgenden Worte. Wer mit offenen Armen empfangen werden will, sollte sich nicht vordrängeln. Nochmal, Entschuldigung, falsch gelesen. Wer mit offenen Armen empfangen werden will, sollte sich nicht vordrängeln. Unangenehm. So wie, ihr müsst lange erstmal in der Situation bleiben, bis wir sagen, okay, jetzt wart ihr lang genug auf der Ersatzbank, jetzt könnt ihr genommen werden. Oh, ist das unangenehm, das Ende. Aber bei aller Liebe. Achso, wartet mal, Fallmappe. Hier ist noch der letzte Fall wahrscheinlich. Ja. Ich hätte mich jetzt auch nicht glücklich geschätzt, wenn wir einfach der Gerechtigkeit Genüge getan hätten und das Flüchtlingscamp immer noch so besteht. Ach, das wäre unangenehm. Aber der Dame alleine helfen, das ist auch so ein Ding. Ich meine, wie wirkt denn das? Weißt du, du entziehst dann die Einzelperson aus dem Flüchtlingslager in ein Haus und alle anderen, mit denen sie dort befreundet war, die Lager geteilt hat, ihr sich gegenseitig geschützt haben, die müssen dort bleiben, die werden das nicht verstehen und werden die hassen und die ist alleine. Das ist doch genauso beschissen. Also hier ist mehr Flüchtlingen geholfen, aber natürlich das Ende ist scheiße. Ah, ist unangenehm. Das ist mal, also das ist ein guter Fall, weil wirklich am Ende, das tut einem weh, weil irgendwie alles einem weh tut. Von Ende, so muss es eigentlich sein. Super, dann haben wir das erledigt und haben als nächstes, ja, Mutterliebe, das leere Haus immer noch, das Haus also ausstatten und Schatzinsel. Mal gucken, ob da irgendwo neue Fälle irgendwo aufgeploppt. Wir gucken mal ganz schnell. Ach, guck mal, Cordonia Chronicle ist was Neues. Ansonsten, ich habe ja jetzt die Ausrufezeichen bei den Ausstattern ignoriere ich gerade, weil das ist ja eh was wir bei Gelegenheit mal auffüllen sollten. Ja, na gut, das wäre es gewesen. Bis demnächst, euer Elandirthor. Tschüss.